Willkommen zurück zu Let's Play Steelrising. Wir wollen gar nicht lange rumschnacken, denn beim letzten Mal haben wir euch einfach mal knallhart sitzen lassen mit einem Bosskampf, den wir jetzt bestreiten werden. Ich nehme das Pad in die Hand, ich nehme die Löffel in die Hand und dann zeige ich euch mal, wie schnell man auf die Fresse kriegen kann. Pass auf jetzt. Das hat sich gereimt, das war schön. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Ich schalte um ins Spiel. Da sehen wir ihn schon im Hintergrund. Du bist die Frau mit der Escape-Taste. Obwohl, kann ich das auch selber drücken? Du kannst auch selber drücken. Ich kann das doch auch selber drücken. Mensch. Weißt du doch. So, ich bin bereit. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber es geht los. Der Schatzmeister. Schatzheini! Warum haut sie denn nicht? Was macht sie denn da? Was passiert? Was soll denn das? Das ist aber nicht schön. Oh, ich habe ja noch 4 Piretten. Na. Aber er nimmt schon viel Schaden. Wieso trifft der mich? Wie kann er mich treffen, wenn ich zwischen seinen Beinen bin? Nee. Kommt halt auch nicht durch. Er schießt halt irgendwelche Tiere auf dich. Das ist aber nicht schön von ihm. Aus seinem hinteren Klotz des Körpers schießt er irgendwelche Tiere auf dich. Easy. Er hat keinen Kopf. Oh, nicht. Mann, meine Fresse. Oh, gleich hast du seine Alchemieling oben. Ja, oder auch nicht. Oh. Was macht denn jetzt schon wieder? Doch mich heilen. Oh, jetzt hast du es fast oben, ey. Jetzt dreht er wieder seinen Schlüssel mit den Dingern. Schön unterbrochen. Ja, jetzt schon wieder für Quatsch. Der ist voll der Stuntman, Alter. Alter. Der hat voll Bock, der Typ. Sicherheitsheilung. Ja. Aber das ist besser als seine komischen Viecher. Habe ich doch gesagt, mach ich first try den Dickklops. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. So, jetzt kann weiter gesprochen werden. Bevor er zu sich kam.
What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Ich kann das nicht mehr durchziehen. All the rage and anger. Konzentrier dich. In the body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Seine Identität. Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. Zum Glück habe ich es nicht ausgesprochen. Die Umstände seiner Verhaftung. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? Depri-Boy. Was nun? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. Cordelier? You will be safe there. Oh, das macht sie automatisch. Kommt einfach noch eine Ladesequenz. Sollte ich meine Finger bereithalten für eine Zwischensequenz Abschaltung? Man weiß es nicht. Spannend. Oh. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Da geht's weiter. Die muntere Gesprächsrunde mit unseren netten Herren. Dann können wir weiter I did essen. not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Der Konvent. Was ist denn ein Konvent? Why did you Weiß choose ich to meet nicht. in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Die Mönche. Die Mönche. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Was hat er denn mit uns You vor? must not hear a word of what I'm about to tell you.
What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Er hat uns einfach angefasst, ohne zu fragen. Ah, Das ist Belästigung. Monsieur Necker, I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. und wir reden weiter. Wir hören halt einfach auch nicht mehr auf. Ihn ermuntern, weiterzureden. Nein! Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Rede. not here. You have my full attention. Reden Sie. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Wenn er redet, Ja, wenn er diese Pausen dazwischen macht, geht sein Gesicht immer einmal so. Es geht immer einmal in die Breite, wenn er redet. Achte da mal drauf. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life sieht and my man's nicht. fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts, bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone Warum else? passiert das jetzt nicht But mehr? I know. His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. Du wirst es. Wir haben es ja auf Kamera, wie seine Backen auf einmal so. ja. Habe ich seine Selbstlosigkeit jetzt eigentlich gerade ausgewählt? Ja. Das hatte ich, ne? Ich war mir nicht mehr sicher. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides, we were separated in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Juhu, Kannst du nochmal mit den allen reden? das kann ich bestimmt. Ich kann aber auch diese ganzen Sachen hier erstmal mitnehmen. Und lesen. Mann, nach dem Boss gibt es viel Gesprächsbedarf, wie mir scheint. Ein Brief an Monsieur de Lafayette. La Belle Gabrielle, ach was weiß ich nicht, an den Marquis de Lafayette, mein lieber Ehemann. Wie vereinbart habe ich Monsieur Mercier, den Leiter des Botanischen Gartens, heute Morgen empfangen, als er aus dem Boot stieg. Er war nach der langen Reise in sehr schlechter Verfassung. Dennoch legte er Wert darauf, die Plantage zu besuchen, bevor er seine geschätzten Ansichten mitteilte. Er hält den Boden für hervorragend und empfiehlt, Baumschulen einzurichten, um dort 500 junge Gewürznelkenbäume zu pflanzen. Es wäre ratsam, Leitern für die Ernte, Trockenschuppen und Lagerräume zu bauen.
Mein Liebster, bitte sage mir so bald wie möglich, ob du diesen Vorschlägen zustimmst. Ich sehne mich nach dir und hoffe von ganzem Herzen, dich in dem fernen Land wiederzusehen, das uns so lieb und teuer ist. Adrienne. Eh bien, Aegis, did you make sure my men managed to collect the cargo? No, I haven't gone there yet. Et alors, what are you waiting for? This is a matter of the utmost importance. Wir müssen noch The lesen. exchange was to take place near the Église du Gros Caillou, the town next to Les Invalides. Ich werde auch noch angemeckert. Du musst aber noch ein bisschen, da ist noch mehr zu lesen. Ja. Wir haben 12.000. Ey, wir haben bald ein Level Up. Ja. Das ist ja cool. Da stehen schon wieder so viele Leute zu reden. Und noch mehr Briefe. Oh. Ein an Abbé Grégoire gerichteter Brief. An Abbé Grégoire, Gemeindepfarrer von Embermenil. Montpère. Pierre. Was? Père. Père? Mon Père. Montpère? Ja. Heißt? Mein Liebster? Ja? Oder so? Mon Père. Unsere Ordensregeln verbieten uns die Beteiligung an säkularen Angelegenheiten. Durch Gebet und nur durch Gebet werden wir die Seelen derer retten, die der Herr in seiner heiligen Barmherzigkeit zu sich ruft. Ich vertraue Ihnen die Reliquientruhe unserer Bruderschaft an und bete, dass sie so wie jene, die an ihrer Seite, meine Fresse, im Speisesaal unseres Konvents Schutz suchen, von den Verwüstungen verschont bleiben, die uns ereilen könnten. Möge Gott sie behüten. Pater Etienne, Prior der Ordens der minderen Brüder. OFM. Was denn jetzt? Prior des Ordens. Man weiß schon gar nicht mehr, was noch Englisch, Deutsch und Französisch ist. Man weiß es nicht. OMF. OFM. Meine ich ja. Da hinten ist noch was zum Lesen. Ja, hier sind auch so viele Männer. Was wollen die Männer alle? Oh, das wird eine Folge nur mit Gequatsche. Aus Acca Saint-Dominique, 20. März 1789. So Gott will, wird dieser Brief dich vor dem Zusammentreten der Generalstände erreichen. Das ist aber ganz schön gewalttätig, wenn die Generalstände zusammentritt, du. Wir ermuntern dich, gegen Versailles zu wettern und dich auf landwirtschaftliche Fragen zu beschränken. Wir müssen vorbringen, dass wir keine Deputés haben. Deputé haben und dass das, was die weißen Abgeordneten fordern, nicht zum Gesetz für uns werden sollte. Sei streitbar und bekämpfe die Verachtung, die sie uns entgegenbringen. Wir raten dir, auch mit Monsieur Necker zu sprechen. Seine wohltätigen Werke zeugen von Menschlichkeit und deuten an, dass er ein offenes Ohr für die Unterdrückten haben wird. Adieu, bleibe gesund, dein Freund und Bruder François Raymond. Jetzt musst du noch 2 Stücke lesen, glaube ich. Frank Zeus Raimond. Franz Zeus Raimond. Wo war denn das andere? Hier. Mitnehmen. Ach du Scheiße. Mann, es wird ja immer schlimmer. Es kann ja keiner mehr. L'ami du Peuple. Nummer. Mein Gott, was ist das denn jetzt? CXX111. Heißt das? Ach, ist egal. Unabhängige politische Zeitung von Monsieur Marat, 11. Mai 1789. Was nützen Verstand, Scharfsinn, Kühnheit und Beharrlichkeit, wenn sie nicht für das Allgemeinwohl eingesetzt werden? Das Volk wird nicht vergessen, dass Monsieur Necker vor einem Jahr eine organisierte Hungersnot in die Wege leitete. Dadurch, dass er im Sommer 1788 eine drohende Knappheit ankündigte, schürte er mutwillig die hohen Brotpreise. Dann nutzte er diese Inflation als Vorwand, um ein öffentliches Monopol einzuführen und die Bäcker ihrer Freiheit zu berauben, sich nach eigenem Ermessen Vorräte zu beschaffen. Klingt wie 2022. Auf diese Weise, liebe Leser, riss unser Philanthrop das gesamte Korn des Königreichs an sich, um seine Komplizen Spekulationsgewinne zu ermöglichen. Spekulatius? Seine Freunde, die Minister, Edelleute, Richter und andere kluge Gauner waren an dem Komplott beteiligt.
Gemeinsam machten diese Räuber aus dem Unglück des Königreichs ein profitables Geschäft, unterstützt von allen Dienern und Huren des Hofs. Darf man das so sagen? Jetzt ist der Text verschwunden. Mein Gott, warum kann man denn den Lauftext nicht selbst beeinflussen? Und warum zwingen die dich dazu, böse Worte zu sagen? Da haben sie doch gar nicht. Doch, das stimmt. Nein, das ist ein gutes Wort. Was? Ja. Ich muss jetzt leider noch mal warten. Wir haben es aber gleich. Es rast der Text ja regelrecht hinunter. Ja. Du machst es gut, ich glaube an dich. Ja. Bonk. So, wo waren wir denn jetzt? Da sind sie. Die Hofhuren. Meidefeder ist frei, Bürger. Und sie wird Monsieur Necker schonungslos verfolgen, solange er am Steuerrad der Staatsgeschäfte bleibt. Sie wird... Wer ist denn sie? Sie wird seine Verbrechen aufdecken, bis der Hungersspekulant dem gerechten Volkszorn nicht mehr entgehen kann und sein Heil in der Flucht sucht. Okay, willst du die jetzt nochmal alle anquatschen? Oh, ich möchte die nicht mehr anreden. Ich möchte eigentlich spielen. Man muss ja Mann, guck mal, wie viele Leute das sind. Das hört ja nicht mal auf. Aber wahrscheinlich steht da überall, es dabei belassen. Eh bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Das hatten wir doch alles schon, oder? Hatten wir das? Sicher? Weiß ich nicht. Mach mal an. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the Patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mentioned share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, Jetzt they erklärt er appear das. to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Über die Vestalen. Des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I am now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster quies in celis sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Where should I start looking? Start by poking around the factories near Monsieur de Vaucanson's workshop. That's where the automats were forged. I'd wager the lanterns were made there as well. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had Das von eben kannten wir schon. Warum wir gelacht haben. Oh, jetzt gehen sie alle. Ja, ich verfalle langsam den Wahnsinn mit diesem ganzen Gesabbel. Ich bin dafür, wir reden jetzt aber nicht weiter, oder? Nein, weißt du, wir haben auch noch... Ich würde vorschlagen, wir machen mal irgendwann jetzt mal die ganzen Nebenquests. Mein Ja, Gott, wie viele Symbole da jetzt schon um uns rum sind. Das ist, glaube ich, eine Nebenquest mit ihm. Ja, ich weiß es nicht. Das sind alles Nebenquests. Guck mal, wie viele Köpfe da in der Luft hängen. Ja. Mach. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story.
Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What lock could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple... Verstehe ich das richtig, dass wir die Vestalen kaputt machen müssen? resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Okay, er ist schon mal weg. Ich muss mal was sagen. Lieber Entwickler, wenn man einen so dermaßen viel mit Sabbeln zuscheißt, hört man auch irgendwann auf zuzuhören. Ernsthaft. Das ist mir jetzt mittlerweile schon zu viel. Das ist für mich jetzt schon mittlerweile anstrengend. In meinem Kopf kommt das schon gar nicht mehr an. Ich höre schon gar nicht mehr zu. Es geht um die Vestalinnen. Ja, aber irgendwie ist das auch alles so belanglos. Ich weiß nicht. I haven't met him. Ah, das kennen wir schon. He is your only child. He's holed up in... Okay. Muss ich ganz ehrlich gerade sagen. Bye, Monsieur de... Das ist so viel bla 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 bla. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es aber bald auch alles. Sicher? Monsieur B. Mademoiselle, I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Hatten wir das schon? I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's Je an autopsy crois. report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? Das wollte ich My auch gerade fragen. apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Das heißt, der ist jetzt durch, oder? Da steht es bei... How was your search at the Vaucansons' home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson running from the Comte de Cagliostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the Jardin du Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Athénaïs jumped out from our hiding place like a wild animal. It was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. Tschüss. Goodbye, Monsieur B. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis, is everything all right? Ich glaube, das sind alle I'd like to Nebenaufgaben, access oder? the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder?
But I don't have a speck of it, mon ami. Da musst du mit wem anders reden. Walk around with explosives in my pockets? Oh, I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has Jetzt geht das left. Drama los. He had an urgent matter to attend to. Hörst du überhaupt noch zu? Yeah. I'm sorry. Nur halb If so. I could inspect the Möchtest du im Hintergrund einfach tanzen für die Unterhaltung? I Nein. might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, Denn rede we doch must nicht so viel, wenn neutralize es it. wichtig ist. Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in Wollen wir Armdrücken theory, spielen? but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations, and you want to deprive us of such a valuable Der resource. nächste an. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Aegis macht sogar den gleichen Beruf wie wir. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Was denn? Sie hat gesagt, sie geht jetzt ins Lagerhaus. Ah, Kurz gespoilert, wo wir arbeiten. So, der ist jetzt fertig, oder? Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? I did not find the warehouse. Vraiment? It's near Les Invalides, not far from Monsieur de Vaucanson's workshop. ah, da. Goodbye, Monsieur Le... Have you located Athenais' hiding place? No, not yet. Look carefully. Remember, it's on the edge of the garden, between 2 statues, hidden amongst the plants. Goodbye, Ich Monsieur glaube, wir Le- haben es bald. Du hast noch nicht die anderen Seiten abgequatscht. Da sind noch lauter andere komische Menschen. Aegis, a word, s'il vous plaît. Ich kann das alles nie mehr. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in their arms to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn?
What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that every reform must be approached with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Ich möchte einmal sagen, dieses hervorragende Hörspiel wird Ihnen präsentiert von Kaubonbon. Esst Kaubonbons. So, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Aufmerksamkeit ist bei allen schon lange weg. Spiel! Es geht nicht! No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. Hast du das gesehen? Wollen wir weiterspielen? See you later, perhaps. Wir spielen jetzt weiter, okay? Ich rede jetzt mit keinem mehr von denen. Wir können auch jederzeit... Obwohl, es ist doch nur noch eine Person. Ne, noch zwei. Ne, wir lassen es jetzt. Alter. Wir haben ja doch sonst keine Hauptaufgabe mehr. Was? Wir haben ja doch keine Hauptaufgabe mehr. Hier haben wir keine Hauptaufgaben. Mit wem müssen wir denn noch reden, dass wir eine Hauptaufgabe kriegen? Aegis, I'd like to talk to you about what I said. Do you have a few moments to spend? Nein! I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man. Das ist voll die spannende Aufnahme. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion. Like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, Ludwig. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. Die geben uns jetzt nicht mal mehr die Chance dazu, es dabei zu belassen zu nehmen. Wir müssen uns da... Guckst du die an? Sie gucken richtig erwartungsvoll so. Oh, sprechen Sie mit mir. Nein, hören Sie da endlich auf. What do you fear, mon père? What do I fear? Dass er noch mehr redet. The king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there.
hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Ja, was würdest du denn gerne zuerst? What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? Stein der Weisen, sind wir jetzt bei Harry Potter oder was? Or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must Ich frage mich, kann man die ganz zeigen, wenn man den zensiert? Was möchtest du zensieren? Neues sprechen. Wenn man ihn so zensiert, kann man ihn dann ganz zeigen? Ich würde es lassen. Okay, dann nur der Kopf. Also... The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Nein, Did you not say that it was impossible to enter jetzt the nicht church? mehr. There is perhaps a solution. The penitence door behind the Châtelet leads to the quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Ey, Good das ist Friday. wahrscheinlich die Aufgabe. I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Danke. Goodbye, mon père. Tschüss. Jetzt muss ich noch die ansprechen. Soll ich's lassen? Ach, My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when Aegis. we had to leave our shelter at Place Saint-Marie. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Dieser Weg. hat er nicht gerade gesagt, ich hätte es nicht erwartet, sie so schnell wiederzusehen? Aegis, Ist er nicht einer von den Typen, der die ganze Zeit in die Gespräche zwischenbrabbelt? Ja. Das sieht die doch die ganze Zeit. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Komm. So, guck mal auf die Karte bitte, was wir jetzt alles an Nebenmissionen haben. Das war ja richtig, das war ja mal, mein Gott, war das aufregend. Das war ja kaum auszuhalten. Oh, So wir viel haben- Spannung. Da ist die Hauptdingens, die weitergeht. Wo siehst du das denn? Da oben. Woran? Ach An da. der Flagge. Na, dann machen wir jetzt erstmal die anderen 4, oder? Was hältst du davon? Wollen wir mal ein bisschen Nebenquest-Action machen? Ja, hier steht, der Königin diese Entdeckung mitteilen. Also können wir gleich wieder reden. Wie geht das überhaupt? Ihre Majestät, die Königin? Ich Was habe auf war? Antworten geklickt. Ach, das ist die Korrespondenz? Lass mich lesen. An die Königin, Eure Majestät. Ich füge dieser Nachricht eine Abschrift von Dr. Lemonniers Autopsiebericht bei. Sie wird euch über die Todesumstände eures älteren Sohnes und die Schuld eures Mannes aufklären. Cool. Der hat seinen Sohn umgebracht? Das ist ja ein ganz schön gemeiner Hund. Wir können aufleveln. Sehr gut. Lass uns etwas tun. Ich Das kann man an der Kutsch machen. würde leveln. Zack. Gehen wir auf Elan, Gewandtheit. Mal, was du willst. Ich bin gerade geistig ein bisschen eingeschränkt. Wollen wir das Versteck suchen? Ja, bitte. Mein Gott. Mann, ey, war das aber eine spaßige Gesprächsrunde. Ich frage mich, ob sich Leute das alles anhören. Ich weiß es nicht. Ich möchte ja auch nicht respektlos dem Spiel gegenüber sein, ne? Ich werde das wahrscheinlich im Nachgang mir nochmal ein Video angucken, aber ich habe da jetzt einfach keine Kraft mehr für gehabt. Diese massive Gesprächswand standzuhalten, die hat mich überrollt. Sie hat mich überrollt und zermalmt. Geistig. Ich weiß aber auch nicht, wie wir das Versteck finden wollen. Ganz ehrlich. Wieso? Wie sollen wir denn da hinkommen? Da links. Oh. Kann man da weiter? Da oben hochziehen? Kann man da irgendwie rauf? Auf den Balkon kann man doch irgendwie bestimmt rauf. Guck mal. War das alles anstrengend gerade? Das stimmt. Hä? Ist ja wild. Nee, das ist falsch. Da ist diese Statue. Wie kommt man denn da hin? Wie kann man denn da wieder hinkommen? Das letzte Mal, wo es so anstrengend war zuzuhören, war nach Schulzeit.
Ach, jetzt sind wir wieder da. Ja, das ist ein richtiger Weg. Da kannst du einfach weiterlaufen. Hier. Rechts, dann da durch. Dann kommt eine Start links. Das ist ein Durchgang. Rechts. Ah. Da ist eine Statue. Laufen wir den Standardweg. Kann man das kaputt hauen? Hey, das kann man kaputt hauen. Das ist ja noch einfacher. Was sagen deine Energie-Heil-Items? Ist das noch alles gut? Ja. Das ist gut. Dann weiter. Kann man das aufmachen? Nein. Da kann man hoch. Oh, man kann sich hochziehen. Das ist natürlich noch viel besser. Zack. Hallo. Oder aus dem Loch. Muss ich rein wahrscheinlich, ne? Als die Frau ins Loch kroch. Aegis. Moment, das kommt mir bekannt Die vor. Bossarena. Oh, da kommt noch. Ach doch, da konnte man sich irgendwo hochziehen, oder? War das hier oder war es woanders? Da hinten konnte man. Ah, nee. Da kommt man halt wirklich nicht hoch. Dann muss es ja irgendwie weitergehen. Du musst ja irgendwie auf den Außenbereich kommen, oder? Ja, da kommst du nicht raus. Das ist ja auch falsch. Man weiß es ja nicht. Ach stimmt, da sind wir wieder rausgekommen. Ich erinnere mich. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie außen rum. Ja, das ist der Platz, was ich gesagt habe. Ja, sind wir jetzt richtig. Das ist dieser Platz mit den Löchern, jetzt wo ich es nicht mehr haben will. Aber vielleicht kann man von da irgendwo irgendwas einhauen oder so. Nö. Oder durch die Löcher da? Kannst du denn da vielleicht im Untergrund lang laufen? Stimmt, das konnten wir ja bisher noch. War da nicht im Untergrund auch irgendwo was man einhauen konnte Genau, noch? ich glaube hier. Es heißt ja auch sein Versteck finden. Es macht Sinn, dass man hier irgendwelche Sachen kaputt hauen muss. Aber. Nur nicht einfrieren lassen währenddessen. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha. Na, oh. Wo ist denn die Bürette? Mein Gott. Es sind nur 3 Items. Oh, es sind 3 zu viel. So, hier konnten wir noch irgendwas einschlagen oder nicht? Ach, das haben wir schon eingeschlagen. Und vielleicht geht's da weiter. Ist das in die richtige Richtung? Machen wir den Kompass an. Ja. Dann laufen. Ne, wo sind wir jetzt gelandet? Ja, ist korrekt. Ja, aber dann durch den Untergrund auf die andere Seite. sehr schön. Dann lauf weiter. Dann erreichen wir ja doch noch was, diese Folge. Das ist ja hervorragend. Gleich, Wand. Oh, wir laufen direkt drauf zu. Ist ja, die Spannung ist kaum noch auszuhalten. Es kommt immer näher. Ich mache spannende Stimmung dazu. Ja, das ist wild. Artemis's hiding place. A fight took place here. Uiuiui. Ob dann. Oh, guck mal, da eine Truhe. Oh, und noch was zum Einsammeln. Und noch mehr. Soll ich lesen? Soll ich weitermachen oder möchtest du mal lesen? Du kannst auch gerne lesen. Ich habe da nichts dagegen. Brief über die Blinden, das passt doch. Von Dennis Diderot. Eine handschriftliche Notiz ist auf die erste Seite des Buches gekritzelt. Hier, im geweihten Tempel der Natur, wo ich der Gesellschaft der Menschen entfliehe und meine Einsamkeit genieße, fühle ich mich dir am nächsten. Wer würde glauben, dass ich dich nie kennengelernt habe? Du bist doch hier an meiner Seite, liebevoll und beschützerisch. Werden wir einander je wiedersehen? Monsieur Johannes scheint es nicht zu glauben, und der Gedanke lässt mich frösteln. Ich möchte an den Himmel glauben, liebe Mama, und dass du dort auf mich wartest. Adef. Heißt das nicht Mama? Ja. Aber Liebe Mama, heute habe ich ein Pferd in der Schule gemalt. Dieses Pferd sah aber aus wie ein Mann, der anderen den Kopf abschneidet. Aber es sollte ein Pferd sein. Was ist denn eine Kutschenmarke? Bitte was? Wir haben eine Kutschenmarke bekommen. Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Wo ist sie? Kann man sich da wieder zurückmachen oder wie?
Ist das so ein Homeward-Bogen, ohne dass man was verliert? Gehe ich von aus, sonst würdest du ja stehen. Das wäre cool. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose king could this be? Perhaps the guest of the Cordelia can enlighten me. Ich probiere mal die Marke aus, ja? Ja, vielleicht ist sie extra dafür, dass man dann ganz schnell wieder zurück Oder kann kann. man sie nur einmal benutzen? Naja, die andere konntest du ja auch die ganze Zeit benutzen. Guck mal nach. Wäre natürlich jetzt ärgerlich. Man kann sie nur einmal benutzen. Das war schade. Also wirklich ein richtiger Homeward-Bogen. So, aber vielleicht kann man sie jetzt auch kaufen. Das mag sein. So, dann wollen wir weiterreden, was? Ich werde mich in die ideale Zuhörhaltung bringen. Möchtest du noch was essen? Ja. Wir können auch alternativ den Ton ausmachen. Ist das neu? Oder Was? der Lappen da? Nein, der Lappen hängt da schon die ganze Zeit. Wir können auch den Ton ausmachen. Und die Kamera. Und dann kannst du auch Chips essen. Nein, danke. Ich möchte jetzt keine Chips essen. Sind die nicht erhaben genug gerade? How is your research on Nicholas Flamel going? I have done nothing yet. Don't take too long, Aegis. Don't forget that the tomb is in the crypt of the Ich Église muss aber so lange Saint-Denis gebrauchen, under the weil ihr mich alle voll labert. Ihr lasst mir kein... Siehst Kannst du? du mal über Franziskus Antonius ihn befragen? Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma Wir chère. konnten 5 Minuten laufen. Goodbye, mon père. Tschüss. Du bist etwas aggressiv. What can I do for you, Regis? Do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Did you go to the Hotel de Massiac? No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. Wollen wir ihn eigentlich noch fragen über seinen Kampf? Nee, ne? I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Schön. Did Komm, you ich go frag to ihn the jetzt. Hotel de Massiac? Remember, What is the Dann haben wir aim of alles this einmal durch. organization? we publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. Das hatten wir eben, ne? Das erste. Ich habe keine Ahnung. Das hatten wir doch schon. Darüber haben wir schon geredet. Haben wir? Ja, See you later, perhaps. glaube ich. Ist mir auch egal. Ich will nicht mehr. Monsieur B. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Das freut mich. Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Einer noch. Der muss es jetzt How is wissen. Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the Marquis. Das wissen wir schon.
Ach, das kennen wir schon, okay. I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment. Je vous prie. Der letzte. Antoine François. Der letzte. A printer on Rue de la Harpe. His surname is Momolo, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Oder komischer Drucker. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Sagt mir gar nichts. Markus, Antonius. Ich kenne eigentlich nur Canon und HP und so. Und Brother und Lexmark. Das sind Drucker. Eh bien, Aegis, did you make... No. Et alors? What are you waiting? The exchange was to take place near the Église du Gros Caillou, the town next to Les Invalides. So habe ich das alles vorgesprungen. Das ist auch okay. Antonius. François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Und jetzt? Weiß ich nicht. Ich muss noch mehr Leute befragen. Wen denn noch? Vielleicht muss ich doch um seine kämpferischen Sachen fragen. Did you go to the Hotel de Mas... No. Remember, What fate? of course, this as for those who managed to evade the authorities. They live in... Are you not sub... I am fortunate enough to have been born a subject of the... Naturally, that makes all the difference. You are quite a lot... I haven't been back to... I left my most trusted men in... I came to France with the aim of having... Es tut mir leid, aber wenn man es lesen möchte, kann man kurz Pause drücken. It was all later. And then, mon Dieu, what a disaster. What... We published our numbers and we have made... But it was Good. Yes, mon père, alas. I hope to God. So. Das haben wir aber alles durch. See you later, but... Wer fehlt denn da noch? Die sagen noch mehr? Jetzt soll ich wieder zu dem gehen, wahrscheinlich. Den hast du noch nicht, Monsieur ne? Necker. Madame, Was? Wieso du ihn weiterreden lassen? you come back. I'm not done investigating yet. Don't give up. I remember the last time I saw my poor wife. That's in the faubourgs. As for the bond, Ja, und jetzt das andere noch. Oder habe ich ihn da noch nicht drauf angesprochen? Madame. Ich weiß es auch Do the nicht. names from... No, I'm very sorry that I'm. Das ist schön. Klar und kurzer Satz. Oder müssen wir noch irgendeinen befreien, der jetzt gerade nicht da rumhüpft gerade? Ich weiß es nicht. Aber es ist doch Schluss für heute. Das stimmt. Ich bin dafür, dass wir in der nächsten Aufnahme die Hauptaufgabe weitermachen. Denn ich kann das alles nicht mehr und ich will das auch alles nicht mehr. Ich möchte spielen. Kannst du mal in die Karte gucken? Was man denn überhaupt noch so machen kann? Man muss ja noch einen Safe wegballern. Guck mal da rein. In den einzelnen. Nicht da, nicht die Hauptaufgabe, die anderen. Was ist denn da noch drin? Panzerschrank ist da. Was haben wir noch? Hotel umsehen. Das kann man auch noch machen. Reiter finden. Dem Orte Übergabe. Alter, was steht denn da alles? Was soll das denn alles sein? Das ist doch da gar nicht eingezeichnet. Da sind wir jetzt. Ach so, wenn wir nach da hingehen, da haben wir da richtig viele Nebenaufgaben bei Les Invalides. Wollen wir das nächstes Mal machen oder die Das- Hauptaufgabe? Weißt du, Les Invalides, ne, ist halt auch das Gebiet, was man auch als Le Roquelin bezeichnet. Oh, Das sind halt alle Nebenaufgaben. Aber wir können uns mal umsehen. Aber ich sage Vollbild. Aus. Oh Gott. Meine Fresse. Das war... Oh. Ich glaube, das war mit die anstrengendste Folge. Nein, es war die anstrengendste Folge, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Boah, ich bin ganz müde. Die haben mich richtig in den Schlaf gesäuselt mit dem ganzen Gequatsche. Du musst dir das mal reinziehen. Wir haben einen Boss gemacht am Anfang. Keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. 5 bis 10 Minuten. 5 Minuten. Dann haben wir gequatscht. Und Über eine halbe Stunde. Dann bist du einmal losgelaufen, bist ein bisschen rumgeirrt, hast was gefunden, gehst zurück, wieder voll gequatscht. Boah, wir haben eine Stunde uns nur voll brabbeln lassen fast. Tschüss. Also, wen die Story nicht interessiert, ich werde wahrscheinlich irgendeine Warnung vorher reinsetzen für die Leute, die das nicht gucken wollen. Ja. Weil es passiert halt wirklich einfach gar nichts in dieser Folge. Aber wir versprechen euch, in der nächsten Folge wird es wieder Action geben und zwar ordentlich.
Aber hier ist für heute erstmal Schluss. Ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Steelrising. Und tschüss.